Tantallon Castle liegt an den Klippen direkt gegenüber dem Bass Rock an der Südküste des Firth of Forth. Trotz aller Zerstörung kann man heute noch sehen, wie die Burg zu ihren Glanzzeiten gewirkt haben muss. Sie ist durch die Lage auf 3 Seiten natürlich geschützt. Auf der 4. stellte sich dem Angreifer die 15 Meter hohe und 3,5 Meter dicke Ringmauer entgegen. Doch vorher musste erst der Burggraben überwunden werden. Von den Türmen ist der Mittelturm noch am besten erhalten. Die Geschichte der Burg reicht zurück bis ins Jahr 1358. Um 1346 war William Douglas aus Frankreich nach Schottland zurückgekehrt und erhob Anspruch auf sein Erbe. Mit der Ermordung seines Patenonkels machte er sich zum unbestrittenen Oberhaupt seines Clans und nannte sich ab 1358 erster Earl of Douglas. Um den neu erlangten Reichtum und Machtzuwachs zu unterstreichen, baute er die mächtige Burg. Da William 1384 starb und 4 Jahre später sein Erbe James in der Schlacht von Otterburn fiel, teilte sich das Haus der Douglas in der Folge in die rote und die schwarze Linie. Tantallon kam in den Besitz der letzteren, den Earls of Angus. Als Vergeltung für einen Verrat belagerte Jakob IV. Im Jahr 1491 die Burg mit seinen Truppen. Er konnte Tantallon jedoch nicht einnehmen. Um 1509 heiratete Margaret Tudor, die Witwe des Königs und Schwester Heinrichs VIII. Von England, Archibald Douglas, den 6. Earl of Angus. Die Ehe war jedoch problembehaftet, was im Kampf um die Vormundschaft für den noch unmündigen Jakob V. gipfelte. In den Jahren 1525 bis 1528 riss der Earl die Regentschaft an sich. Um seine Macht zu sichern, hielt er den jungen König gefangen. 1528 gelang Jakob die Flucht und das Blatt wendete sich. Der Earl floh auf Tantallon Castle. Seine Ländereien wurden konfisziert und alle seine Titel wurden ihm aberkannt. Jakob V. belagerte daraufhin die Burg. Im Mai 1529 bot Archibald Douglas die Burg im Gegenzug für einen Waffenstillstand mit England an und floh anschließend ins Exil. Nach dem Tod Jakobs V. kehrte er nach Schottland zurück, um die Interessen seines Schwagers Heinrich VIII. Zu vertreten. Um 1544 wandte er sich jedoch gegen die englischen Invasionsversuche. 3 Jahre später starb er auf Tantallon Castle. Daraufhin wurde die Burg von Königin Marie de Guise beschlagnahmt. Kurzzeitig konnte Archibalds Neffe James Douglas, der 4. Earl of Morton, die Burg zurückerobern. Dieser war mitverantwortlich für das tragische Ende von Königin Maria Stuart. Er wurde 1581 hingerichtet. Um 1650, während des englischen Bürgerkrieges, wurde die zwischenzeitlich erneuerte Festungsanlage schwer beschädigt, als Oliver Cromwells Truppen die Festung angriffen. Nach der erfolgreichen Eroberung der Burg wurde sie als Ruine zurückgelassen. Um seine Schulden zu tilgen, musste James Douglas, der 2. Marquess of Douglas, die Burg samt Ländereien im Jahr 1699 verkaufen. Nach mehreren Besitzerwechseln wurde sie 1924 Staatseigentum. Tantallon Castle wird heute von Historic Scotland verwaltet.